Der absolute Champions League Kracher im Halbfinale, der FC Bayern München trifft auf Paris Saint-Germain. Und genau dazu gibt es heute meine große Vorschau auf dieses Mega-Duell. Hallo liebe FC Bayern-Fans und Fußballfreunde, schön euch wieder auf Werners Fußballecke begrüßen zu dürfen. In diesem Video bekommt ihr alle wichtigen Daten, Tabellen, Fakten und natürlich auch die möglichen Aufstellungen zum Spiel zwischen Bayern und PSG. Die große Frage ist, wer ist aktuell wirklich stärker? Die Bayern oder doch PSG? Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Und wenn ihr mehr FC Bayern Videos von mir sehen möchtet, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert Werners Fußballecke und ja, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Bayern Video mehr verpasst. Ja, nächste Woche Dienstag ist es endlich soweit. Das Hinspiel im großen Champions League Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München in Paris. Und ganz ehrlich, dieses Duell fühlt sich jetzt schon an wie das vorgezogene Champions League Finale. Denn sowohl PSG als auch natürlich die Bayern sind aktuell die stärksten und besten Teams in ganz Europa. Uns erwarten zwei absolute spannende Spiele auf Augenhöhe. Aber die Frage bleibt, wer ist im Moment vielleicht trotzdem ein Tick besser? Bayern oder PSG? Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Ja, hier trifft der Tabellenführer der Bundesliga und bereits feststehende deutsche Meister der FC Bayern München auf den Tabellenführer der französischen Liga Paris Saint-Germain. Die Ausgangslage in den Ligen ist dabei schon ziemlich interessant. Die Bayern haben aktuell satte 15 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, während PSG nur mit 4 Punkten Vorsprung vollends an der Tabellenspitze steht. Das heißt, in Frankreich ist der Meisterkampf auf jeden Fall noch mega spannend. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man vor allem in der Liga, wie dominant die Bayern in dieser Saison im Vergleich zu PSG wirklich sind. Bayern hat bisher nur eine einzige Liga-Niederlage kassiert, PSG hingegen bereits 5. Auch bei den erzielten Toren unter Tordifferenz wird es richtig deutlich. Die Bayern haben aktuell 44 Ligatore mehr erzielt als Paris. Und dabei darf man nicht vergessen, auch wenn die französische Liga vielleicht insgesamt nicht ganz auf dem Niveau der Bundesliga ist, hat PSG mit Spielern wie Ousmane Dembélé, Doué, Kvaratskhelia oder auch Bradley Barcola eine absolut überragende Offensive. Zu den besten Torschützen kommen wir gleich noch genauer im Video. Schauen wir uns jetzt erstmal den Weg beider Teams in Champions League Halbfinale an. Der FC Bayern München hat mit einer wirklich starken Leistung und größtenteils ohne große Probleme das Halbfinale erreicht. Einzige kleine Ausnahme war die 1:3 Niederlage bei Arsenal London. Ansonsten sprechen die Zahlen für sich. 38 erzielte Tore bei nur 14 Gegentreffern. Das bedeutet, die Bayern haben in bislang 12 Champions League Spielen im Schnitt mehr als 3 Tore pro Spiel erzielt. Eine überragende Bilanz. PSG hingegen hat es etwas komplizierter. Durch unter anderem die 1:2 Niederlage zu Hause gegen Bayern landeten sie in der Ligaphase nur auf Platz 11 und mussten sich über die Playoffs erst noch fürs Achtelfinale qualifizieren. Das zeigt, so souverän war das Team von Trainer Luis Enrique bis dahin noch nicht. Allerdings wurden die Siege gegen Chelsea und Liverpool dann wieder richtig stark. Vor allem mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 12:2 Toren gegen beide Teams. Klar, wenn man ehrlich ist, spielen sowohl Chelsea als auch Liverpool insgesamt aktuell keine überragende Saison. Aber solche Gegner musst du erstmal so deutlich schlagen. Die Bayern haben ihrerseits mit dem klaren 10:2 Gesamtsieg gegen Atalanta Bergamo im Achtelfinale ein echtes Statement gesetzt und gezeigt, sie wollen in diesem Jahr unbedingt den Champions League Titel. Und genau diesen Willen und Ehrgeiz hat man auch bei den beiden Siegen gegen Real Madrid im Viertelfinale ganz deutlich gesehen. Also ja, beide Teams, Bayern und PSG, haben sich das Halbfinale der Champions League 25-26 absolut verdient.
kommen wir zu den besten Torschützen und Vorlagengeber beider Teams über alle Wettbewerbe hinweg. Hier nochmal kurz die Zahlen. Der FC Bayern hat in 48 Saisonspielen unglaubliche 163 Tore erzielt und dabei 49 Gegentore kassiert. PSG kommt in ebenfalls 48 Spielen auf 122 Toren bei 53 Gegentreffern. Und wenn man sich jetzt Harry Kane im Vergleich zu den PSG-Spielern anschaut, was die Tore angeht, das ist einfach nur brutal. Kane alleine hat mehr Saisontore erzielt als die Top-3-Spieler von PSG zusammen. Und auch Luis Diaz und Michael Olise liefern extrem ab. Die beiden kommen zusammen auf 43 Toren, nur ein Treffer weniger als Kvaratskhelia, Dembélé und Ramos zusammen mit 44 Toren. Das zeigt ganz klar, der FC Bayern München stellt aktuell die beste Offensive Europas. Hier treffen qualitativ wirklich die besten Teams dieser Champions League-Saison aufeinander. Das wird ein absolutes Fußballfest für Fans auf der ganzen Welt. Auch bei den Vorlagen sieht man die Bayern-Stärke ganz deutlich. Gerade Luis Diaz und Michael Olise sind nicht nur torgefährlich, sondern vor allem auch extrem stark im Kreieren von Torchancen. Und weil sie in dieser Saison beides auf Top-Niveau liefern, Tore und Vorlagen, gehören sie aktuell zu den besten Flügelspielern der Welt. Dass die Bayern insgesamt 41 Tore mehr als PSG erzielt haben, spiegelt sich natürlich auch genau in diesen Zahlen wider. Von nix kommt nix. Also nochmal, ganz klar, Riesenrespekt an das gesamte FC Bayern Team, inklusive natürlich Trainer Vincent Kompany. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, hier treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell nicht nur in Topform sind, sondern auch taktisch auf einem extrem hohen Niveau spielen. So, und hier sehen wir jetzt nochmal die komplette aktuelle Saisonbilanz von beiden Teams. Vorweg nochmal kurz zur Info, der FC Bayern München steht durch den Sieg gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal bereits im Finale 2026. PSG hingegen ist schon Anfang Januar durch eine 0:1 Heimniederlage gegen Paris FC aus der Coupe de France ausgeschieden. Das bedeutet auch, weder PSG noch Arsenal London oder Atletico Madrid können in dieser Saison das Triple holen. Der FC Bayern München hingegen schon. Die Bayern sind bereits deutscher Meister, stehen im DFB-Pokalfinale und sind jetzt auch im Champions League Halbfinale. Und wenn man sich ganz unten die Gesamtbilanz anschaut, wären die Zahlen richtig beeindruckend. Die Bayern haben von 48 Saisonspielen unglaubliche 42 Spiele gewonnen, eine absolute Hammerbilanz. Dazu kommen nur 2 Niederlagen, während PSG insgesamt 8 Spiele verloren hat. Was den Bayern-Fans zusätzlich Hoffnung für das Hinspiel am Dienstag in Paris macht, ist die enorme Auswärtsstärke des FC Bayern in dieser Saison. Egal ob Bundesliga, DFB-Pokal oder Champions League. In diesen Wettbewerben haben die Bayern in bislang 25 Auswärtsspielen insgesamt 79 Tore erzielt. Nur mal zum Vergleich, Borussia Dortmund hat in seinen bisherigen 30 Bundesligaspielen gerade einmal 61 Tore erzielt. Bei PSG sind die Zahlen im Vergleich zwar gut, aber nicht auf diesem überragenden Niveau wie beim FC Bayern. Sorry, liebe Fußballfans, aber das ist einfach Fakt. Gut, dann schauen wir uns mal die letzten direkten Duelle und Ergebnisse beider Teams genauer an. Natürlich ist der 2:1 Auswärtssieg der Bayern bei PSG noch in den Köpfen aller Fans und ganz sicher auch bei den Bayern-Spielern. 2 Tore von Luis Diaz in der ersten Hälfte haben den Bayern damals gereicht. Und das trotz roter Karte, ja, für Diaz und einer kompletten zweiten Halbzeit in Unterzahl. Und ganz ehrlich, diese erste Halbzeit war eine der besten Bayern-Halbzeiten aller Zeiten. Wenn Vincent Kompany es schafft, genau diese Mentalität, diesen Kampfgeist und diese Energie wieder in die Mannschaft für das Halbfinale zu bringen, dann wird das ein extrem interessantes Spiel am Dienstag in Paris. Die letzte 0:2 Niederlage der Bayern gegen PSG stammt übrigens aus dem Viertelfinale der Club-WM im vergangenen Sommer.
Wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, könnte man sagen, die Bayern gehen vielleicht als leichter Favorit in dieses Champions League Halbfinale. Aber wir wissen alle, jedes Spiel beginnt bei 0 und genau das gilt auch für diese beiden Duelle. Schauen wir uns jetzt auch noch die Trainer genauer an, Luis Enrique und Vincent Kompany. Luis Enrique hat bislang 5 Spiele als Trainer gegen die Bayern bestritten, 2 davon mit dem FC Barcelona, dabei gab es jeweils einen Sieg und eine Niederlage. Dazu kommt der Sieg mit PSG bei der Club-WM im letzten Jahr. Vincent Kompany hingegen hat zumindest in seiner Champions League eine perfekte Bilanz, 2 Spiele, 2 Siege. Einmal der 1:0 Heimsieg in der Saison 2024-25 und dann natürlich der 2:1 Auswärtssieg in der Gruppenphase. Wenn man also die Punkte pro Spiel vergleicht, hat Kompany hier sogar einen leichten Vorteil. Und genau das macht dieses Trainerduell zusätzlich extrem spannend. Wie werden Enrique und Kompany ihre Teams auf dieses Halbfinale einstellen? Welche taktischen Ansätze werden wir sehen? So, liebe Bayern und Fußballfans, jetzt werfen wir einen Blick auf die möglichen Aufstellungen und ganz ehrlich, was für absolute Top-Teams da aufeinandertreffen. Was sofort ins Auge fällt, ist die enorme Qualität in der Offensive beider Mannschaften. Absolute Weltklasse auf beiden Seiten. Bei PSG gibt es aktuell kleine Fragezeichen, Vitinha und Linksverteidiger Mendes sind angeschlagen. Ich gehe aber davon aus, dass beide gegen die Bayern spielen werden. Also ja, uns erwarten 2 richtig große, spannende Duelle zwischen absoluten Top-Teams. Jetzt bist du aber gefragt, was glaubst du, wer zieht nach 2 Spielen ins Champions League Finale 2025-26 ein? Der FC Bayern München oder doch Paris Saint-Germain? Schreib mir deine Meinung auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ja, freuen wir uns alle auf Dienstag. Vorher gibt es natürlich noch meine ausführliche FC Bayern Prognose zum Spiel gegen PSG, also nicht verpassen. Also dann, bleibt sportlich und wir sehen uns zum nächsten FC Bayern Video auf Werners Fußballecke. Bis dann, tschüss.